Hallo und willkommen zu einem Video über unseren Renault 5, der seit 20 Jahren in Familienbesitz ist. Momentan steht er allerdings hier nur in der Garage, weil er hat massive Motorprobleme. Solange der Motor kalt ist, läuft er eigentlich ganz gut. Wenn er aber auf Betriebstemperatur kommt, fängt er an massiv zu ruckeln, läuft nur auf 2 oder 3 Zylindern und geht dann schließlich ganz aus und lässt sich gar nicht mehr starten. Ich zeige euch gleich, was ich damit meine. Ich werde als erstes die Einspritzung prüfen und den Map-Sensor. Der R5 mit Cut hat eine ganz einfache Monopoint-Einspritzanlage, das heißt, es gibt nur eine zentrale Einspritzeinheit. Die wird über einen Steuercomputer gesteuert und hat hier statt einem Luftmassenmesser noch einen Map-Sensor, der den Unterdruck hinter der Drosselklappe misst und damit und mit ein paar anderen Parametern die Einspritzmenge bestimmt. Die Zündung ist elektronisch und also so halb elektronisch, sprich es ist noch eine Zündspule und über einen Verteiler wird dann der Zündstrom auf die einzelnen Zylinder verteilt. Das könnte natürlich auch ein Kandidat sein für Probleme. So, wir haben da jetzt einen guten Blick auf die Einspritzdüse. Das ist diese Einheit hier mit diesem einfachen zweipoligen Stecker. Darunter sitzt die Drosselklappe, momentan ganz oder fast ganz geschlossen. Ich werde jetzt hier mir mal an der Einspritzdüse das Signal ansehen, wie es vom Steuergerät ankommt. So, ich habe mittlerweile das Einspritzventil elektrisch geprüft. Das sieht von der Ansteuerung okay aus. Jetzt ist der Motor auch in einem Zustand, wo er ausgegangen ist, nicht mehr startet und ja, Fehlzündungen schießt. Wir haben gerade noch ein Ersatzeinspritzventil gefunden. Das heißt, ich werde doch hier auf Verdacht mal das Einspritzventil austauschen und schauen, was sich ändert. Okay, da ist ein bisschen ungünstig. Deswegen ist es ein Fallsalter. Benzindruck ist weg. Okay, na dann let's go. Okay, es dürfte erstmal dicht sein, ich weiß nicht, ob ihr das seht auf der Kamera, aber es tropft jedenfalls nichts. Gut. Man merkt, wie unregelmäßig läuft und jetzt geht er aus. Ja.
Nächster Tag, ich bin nochmal am Renault Super 5. Gestern ist schon relativ spät geworden und nachdem es noch kein Ergebnis gibt, ja, hat dann irgendwann Schluss gemacht. Ich habe ja eine Ersatzverteilerkappe, bei der es gestern so ausgeschaut hat, als würde sie hier nicht passen. Da werde ich jetzt nochmal versuchen, die anzusetzen und zu schauen, ob die tatsächlich nicht passt und ich eine andere bestellen muss oder ob die doch passt. Das heißt, ich nehme hier die nochmal ab. So, die hat hier so eine Aussparung, die... ich habe sie vielleicht gestern einfach nur verkehrt angesetzt. Jawohl, die passt perfekt. Okay, dann werden wir das hier testen mit Verteilerkappe und meinem Finger. Das heißt, Kappe ab, Läufer ab. Sieht erstmal deutlich anders aus. Der neue ist größer. So, der gute müsste so drauf kommen. Ja. Okay. Der ist zu hoch. Die Verteilerkappe passt, aber nicht. Mit dem Läufer. Also der sollte auf jeden Fall erneuert werden. Naja, muss ich einen anderen bestellen. Ich baue jetzt erstmal nur die Kappe ein. So. Schauen wir mal an, das ist ganz spannend. Mit diesen Dingen hier. Einmal. Zweimal nicht drauf. Zweimal. So, dann können wir ja schon mal den mittleren Kontakt umstecken. Und jetzt zwei, dann haben wir hier drei oben. Vier zuletzt. Okay, dann schauen wir mal, was passiert. Wenig Drehzahl aufgrund vom fehlenden Leerlaufstellmotor. Aber mit ausreichend Drehzahl läuft er eigentlich schön. Der Leerlaufstellmotor ist mal ausgebaut worden, nicht von mir, weil der wohl eine Fehlfunktion hat und jetzt gibt es so einen
Manuelle Verstellung fürs Standgas. Okay, also er läuft noch grundsätzlich. So, jetzt doch noch ein kurzer Testlauf, läuft komplett rund. Unterdruck auch gut, aber er ist natürlich noch kalt. So, ihr seht jetzt, der Elektrolüfter hat sich gerade eingeschaltet, das heißt, es ist definitiv auf Betriebstemperatur. Er läuft noch immer einwandfrei. Also in dem Zustand wäre er jetzt mit dem Fehler, hätte er sich schon mal geschüttelt, wie wenn er auf 3 Zylindern läuft, ja, und wäre dann irgendwann rausgegangen. So, ich werde mir jetzt hier nochmal das ausgebaute Bauteil ansehen. Also die Kontakte sehen schon ziemlich verschlissen aus, aber ich möchte mal den Übergangswiderstand messen, um zu sehen, ob man hier irgendwas nachvollziehen kann. So, Multimeter auf Widerstandsmessung, erstmal den zentralen Kontakt. Das ist also der Kohlestift mit der Verbindung zur Zündspule. ,4, 9, irgendwas, okay. Und dann hier mal die einzelnen Zylinder. Ich werde mal hier unten ansetzen auf dem Kontakt, wo also keine Beschädigung zu sehen ist. Da ja, ist der Übergangswiderstand sehr gering, und jetzt mal hier oben, wo die Fläche so korrodiert aussieht. Ja, und da sehen wir schon, ich kratze hier mal ein bisschen dran. Ja, also da wundert mich nicht, dass die Zündung nicht gut funktioniert hat.